So, Sherlock Holmes. Das Drama von Q-Guns, das Drama. Ich habe das irgendwie erst einen falschen Namen, glaube ich, in meinem Stream. Ja, herzlich willkommen zum 7. Stream. Das Drama. Und ja, wir wollen heute den Fall in Kew Gardens im Botanischen Garten aufklären. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Und zwar haben sich dort mehrere Sachen ereignet. Ein Diebstahl, der uns eigentlich hierher geführt hat. Und ein Mord, der schon vor einiger Zeit hier stattgefunden hat, aber gar nicht als Mord wahrgenommen wurde. Wir wissen aber inzwischen, dass eine Person eingesperrt wurde in einem Raum und dort von einem Pflanzengift vergiftet wurde. Hey. So, und jetzt müssen wir ein Experiment machen, und zwar tödliche Pflanzen. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Ja, die doch nicht, oder was? A prickly plant. Also ich schätze mal die rechte, die sieht so aus. A carnivorous plant. This is a strange and unusual plant. Mhm. No reaction. It appears to open after being soaked with alkaloid. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Also erst öffnen mit dem Alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. Ich kann ja nur die Raupen nehmen. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. Hey I wonder Tim! what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Ja, aber ich hab doch gerade... So, jetzt öffnet sie sich. It appears to open after being soaked with Abartig, ey. alkaloid. Wer hat so eine Pflanzen zu Hause, Junge? Hobbylose. So, soll ich die jetzt mit einer anderen Blume begießen oder was? Vertauschen. Ach so. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Ah. Toxic gas with spores. Da habe ich Extraordinary. komplett, ohne dass ich das wollte, das richtige Experiment gemacht. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there.
Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Cool. Eine Rückkehr zu YouTube. Geile Sache, aber was mit Brawl Stars oder Brawlhalla oder weiß ich was da damals? Das war ist ja nie so meins. Das ist mir zu sehr 7., 8., 9. Klasse. So verschwunden, tödliche Pflanzen, tödliche Präzision. Miss Whites Studium. White ist unerfahren. Das botanische Wissen, das sich Miss White an der Universität angeeignet hat, reicht vermutlich nicht aus, die korrekte Reaktion an tödlichen Pflanzen zu garantieren. Whites Wissen über Miss White hat das biologische Wissen, wie man die tödlichen Pflanzen stimulieren kann. Ja. Denke ich schon. Denke ich schon. So. Finden Sie heraus, wenn man den Gedanken getötet hat. Finden Sie heraus, wie die tödlichen Pflanzen ausgebildet werden könnten. Unterhalten Sie sich, bevor Sie das Experiment durchführen, mit allen Versionen des Mordes. Also. YouTube Brawl Stars und auf Twitch dann Valhalla hauptsächlich AC Games und das. Ich wünsche mir nicht Brawl Stars. Nee, also. Hast ja mit Brawl Stars gut Abonnenten generiert, von daher zieh durch. Alles gut. Ja, passt. Aber Brawl Stars kann man in der 8. Klasse schon mal weglegen und irgendwie was Interessanteres zocken. Aber wie gesagt, zieh durch. Assassin's Creed finde ich natürlich cool. Das streame ich ja auch super gerne. Habe übrigens das erste DLC von Origins schon durch. Und stehe deswegen relativ kurz vorm Ende. Jetzt nur noch den Fluch der Pharaonen. Ja, und dann warten wir mal, ob dann auch ein DLC irgendwie kommt. Scheint ja alles gerade gar nicht so abwegig, dass Origins nochmal eins kriegt. Was? So, wie hat man jetzt hier in diesem Kolonialhaus die Pflanzen stimuliert? Ja, stimmt schon mal, ist dann nicht so schlau, wenn ich das Ganze halt gemacht habe und dann was komplett Neues mache. Wieso ist das nicht schlau? Putzmittel haben wir hier. Wo führt denn das hin? Willkommen bei Acebert, das werde ich dann bestimmt streamen, immer bis lange lassen. Ja, gerne, weil ich hab's noch nicht gezockt und also ich werde es noch nicht gleich zocken. Deswegen gerne. Aber das machst du auf Twitch, hast du gesagt, ne? So, hier ist das Belüftungsding. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Was hat man hier gemacht? Twitch bräuchte diesbezüglich noch Hilfe von den ganzen Bots. Ja, Twitch hat wirklich echt immer viele Bots. Und die werden halt einfach bei deiner Viewer-Liste nicht so rausgestrichen. Ne? Ich bin mir gerade unsicher, was wir machen müssen. Wir quatschen einfach mit den Leuten die Nummer. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say.
I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Na gut, aber da kommst du wieder rein. Mit deinem Bot da. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. Oh, was? Eine Büste, kick an. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Hi, Lucy. Die Teil von der Büste von Dunn It is a bust of Montague Dunn. lag am Tatort. Ach so, du streamst ja über Handy oder iPad, ne? Also dann über iPad. Halt, was war das? An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Hi, Lucy. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Hau rein. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Irgendwas habe ich übersehen. Wenigstens wurde er vergiftet und nicht mit einer Büste von sich selbst erschlagen. Ja, das wäre doof. So, die 320. Die hat die an dem Tag gehört. Ah, ich habe hier keine 320. Das ist doch das Labor. Ah, der Floater hat was übersehen. Here it is. Da hätten wir sie, die 320. Cylinder Records. Ja. Oh, Tee gekocht, sehr gut. So, jetzt bin ich gespannt. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Es war jetzt auch noch mit dem Wachstum, mit der Nummer 120 dort relativ lange was beweist, dass sich am Tag der Tat im Labor aufhielt.
There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room, in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Falsch. Da bin ich jetzt zum allerersten Mal unsicher, was ich hier nehmen soll. Oh, It is Prost. strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Hast du gestern mitgekriegt, Lucy, wer die Blumen gestohlen hatte? What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. 10:30 Uhr. Es gibt so eine, wie hießen die, warte mal? Hier, göttliche Gesellschaft. Und die verehren so einen Pflanzengott. Und die wollten unbedingt die hatten dem Montague Dunn Pflanzen ausgeliehen für eine Ausstellung und er hat sie danach einfach behalten. Und dann haben sie ihm ein paar Briefe geschrieben, dass sie ihre Schwestern wieder haben wollen und behalten sie die Pflanzen. Und als er nicht reagiert hat, haben sie ihm die einfach wieder geklaut. Also es hatte nichts mit dem Mord zu tun. Just be careful with the plants during your inspection. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Decken sich jetzt alle drei Aussagen? Ich muss noch mal ganz kurz in den Stream gucken. Bin gerade glücklich, dass wir das im Stream haben.
Und nochmal zu den einzelnen Aussagen. So. Also, Mrs. White war im Labor, als Mr. Dunn zu ihr kam. Sie hat auf jeden Fall dieses Ding aufgenommen. Sie sagte, da wöchentlichen Besuch ab. Eigentlich hätte er um 9 Uhr bereits da sein sollen, aber war üblich ca. 10 Minuten zu spät, 9:10 Uhr. Danach kam ins Labor, mit guten Morgen zu wünschen, dann verbrachte er 2-3 Minuten mit den Pflanzen gleich außerhalb des Labors. 9:10 Uhr. Dann ging er zum Anzughaus, in dem Mr. Hamish arbeitete. (9:10 Uhr). Warte mal, ich mach mal eine Pause. Schreib mir das mal auf. Also 9:10 Uhr. White sagt 9:10 Uhr dann im Labor. Und sie war bis 10:40 Uhr im Labor. Bis 10:40 Uhr White im Labor. So, stopp, warte mal. Sorry, da das hier gerade ein bisschen dauert mit dem Weitergehen. Ich muss bis 10:40 Uhr im Labor. Da hörte sie die lauten Stimmen von Albert und Mr. Hamish aus dem Gewächshaus. Also sie war quasi, ich lief es noch nicht konnte, denn ich ahne schon, was wurde, dass passiert war. Was genau haben sie im Labor gemacht? Nee, das glaube ich nicht, dass das alle drei waren. Da will ich noch einmal eine kurze Pause, und zwar ist Mr. Hamish 10 Uhr Hamish im Labor. So. So, jetzt bin ich gerade bei der Stelle, wo wir mit dem Typen quatschen, mit Hamish. Hamish. Was sagt er denn? So. Jetzt haben Sie Mr. Ram Tasse des Todes gesehen. Ja. Und da haben sie wieder zu Albert gegangen, sein Sohn. Das war so gegen 9:30 Uhr. Also Hamish 9:30 Uhr mit dann zu Albert. Er wirkte wie immer auf mich. Er ist mehrfach zu Albert gegangen und durch Miss White. Das war um 10 Uhr. Danach hat er Papierkram am Schreibtisch gelegt und dann hat er dann gesehen. (10:30 Uhr) findet, also dann stirbt.
Er war um 10 Uhr kurz bei der Alten im Labor. 10 Uhr kurz bei Miss White. Das deckt sich. Und er war oft bei Albert zwischen 9:30 und 10. So, und jetzt mal gucken, was Albert sagt. Und dann weiß ich, glaube ich, schon, wer der Mörder ist. So, Albert war im Saathaus und hat sich um Umweltpflanzen gekümmert. So, er kam mit und danach. Aha, 9:40 Uhr. Dann und Hamish in den Hinterhof. 9:50 Uhr. Ist dann ins Wüstenhaus gegangen. Ist ja schon einige Mal bei mir, zu dem sage ich, wie er von einem bestimmten Weiß zurück, dann war es gegen 10:10 Uhr. Aha. 10 Uhr. Oh, er zeigt den Laptop ausgemacht. Oh, ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Ach ja. (10:10 Uhr). Hamish kam vom Gespräch mit Miss White zurück. Okay. So. Also, ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Mörder ist, aber... Nee. Halt, stopp. Sporen einatmen. Nummer 1. Oder was ist mit Büste umwerfen? Achso. Aus dem Raum fliehen. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system.
The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Na Lucy, was sagst du? The power is on. The engine has started. The ventilation system is working. Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. So, also die Ventilationssysteme laufen. Jetzt müssen wir gucken, von wo wir sie eingeschaltet bekommen. Du gehst... Okay. Nursery. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Martin Hamish hat die Gelegenheit, die tödlichen Pflanzenkolonien zu stimulieren. Als Biologe hätte er genau gewusst, wie das zu bewerkstelligen ist. Albert ist unerfahren. Botanik gehört nicht zu den Stärken von Albert Dunn. Unwahrscheinlich ist es, dass er wusste, wie er die Pflanzen überschießen und ihre tödlichen Sporen gebracht werden konnten. Richtig.
Aber dann hat das biologische Wissen, wie man tödliche Pflanzen hätte stimulieren kann. Falsch. Mordplan der Sekte. Die göttliche Gesellschaft ließ die tödlichen Pflanzen Kyugans und mit ihnen Montague zu einem späteren Zeitpunkt zusammen. Falsch. Man starb die tödlichen Pflanzen, bevor die göttliche Gesellschaft dies tun konnte. Martin Hämisch könnte der Täter sein. Er hatte die Gelegenheit, die Pflanzen der göttlichen Gesellschaft zu stehlen und sie von seinem Arbeitsplatz aus zu stimulieren. Unmittelbar nachdem er Montague dann im Kolonialhaus eingeschlossen hat. Hämisch verhaften Let's lassen. go to Scotland Yard. Oh, alle ausgeflogen. Alle Vögelchen ausgeflogen? Nursery. Seed house. Alle Vögelchen ausgeflogen. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Colonial. Also, ich glaube, es fehlt noch ein Hinweis, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass der Täter ist. Aber hier fehlt noch irgendwas. Aber vielleicht müssen wir ihn erst verhaften lassen. Ich glaube aber nicht, dass er das war. Ich glaube, es war Miss White. Na, dann fahren wir mal in den Yard und kicken mal, wie es weitergeht. Vielleicht ist der mal wieder zu Ende. Also ich glaube nicht, dass es Martin Hämisch war. Der war viel zu oft bei Albert Dunn gewesen an dem Morgen. Dadurch hatte er natürlich die Leben. Warte mal, Albert Dunn. Vielleicht war doch Hämisch. Ach, ist das alles schwierig. Das ist der erste Fall, wo ich überhaupt noch nicht so richtig, was heißt überhaupt, aber wo ich mir noch sehr unsicher bin.
Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Das will noch alle zur Story hören, glaube ich. Ich bin gespannt, Lucy. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Ah, nee. Mr. Holmes? Ha. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Das ist ja wohl nicht wahr. Oh, Watson, Alter. Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dan hat es verdient zu sterben, aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden und ich selbst will ja keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünde büßen und das werde ich hier und jetzt tun. Leb wohl. Er muss für seine Sünde büßen? Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Der Doppelatlas von Martin Hamish linken Schuh zeigt, dass er einen Klumpfuß und eine Tibiatorsion litt. Martin Hamish hat in seinem Abschluss für den Mord an Montague Dunn gestanden. Handelt Hamish alleine. Martin Hamish konnte aufgrund der Tibiatorsion an seinem Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hat er vielleicht einen Komplizen? Mit Lestrade hin und halten sich mit Lestrade über die neuen Hinweise, die an Martin Hamish gleich entdeckt haben. Unfassbar. What should we do next, Holmes? Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. Richtig. You mean to say that somebody helped him? Ja. So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely.
The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Ah, zum Glück habe ich mir alle durchgeschrieben Let us vorhin. analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. So. Okay, also. Martin, Hamish und Montague Dunn trafen sich gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Martin Hamish um 9:30. Achso, grün, ja. So, um ca. 20 vor 10 ging Hamish und Montague Dunn in den Hinterhof. Vor 10. Nach 10 Minuten setzte Dunn seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. Hamish kehrte zurück ins Saathaus. Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf, als er dann schließlich Hamish und Albert im Seerosenhaus sah und sich zu ihnen gesellte. Hamish lief sofort zu Albert, dass er saß, Montague gar nicht gut ging. Das war gegen 10:30. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. Um 10:10 sah er, wie Hamish von seinem Gespräch mit Miss White zurückkehrte. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Weitere Zeit. Miss White hatte 20 Minuten, das wäre genügend Zeit gewesen, Montague Dunn einzusperren. Sie hat die Tür abschließen und Martin Hamish Bescheid geben können, damit dieser das Verlüftungssystem aktivieren konnte. Martin Hamish und Miss White sind keine Komplizen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie die Gelegenheit hatte, um 20 Minuten auch nie ausgerechnet, um die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen. Albert kein Komplize. Martin Hamish und Albert Dunn sind keine Komplizen. Es ist unwahrscheinlich, dass Albert die Gelegenheit hatte und 10 Minuten hätte auch nie ausgereicht, um die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen. Albert Dunn war Martin Hamishs Komplize. 10 Minuten wären ausreichend zur Zeit für ihn gewesen. Montague Dunn zu folgen und die Tür abzuschließen, damit Martin Hamish das Verlüftungssystem aktivieren konnte.
Margaret White war Martin Hamish Komplizin bei dem Mord an Montague Dunn. Ihre beruflichen Ambitionen und ihre persönliche gesellschaftliche Situation hatten unter ihrer Trennung voneinander gelitten. Keine Gnade für White. Miss White ist eine gefährliche Frau, die einen raffinierten Mord zu verüben in der Lage ist. Sie flirtete mit Dunn's Sohn Albert und trieb später Martin Hamish in den Selbstmord. Sie war den Tod am Galgen. Miss White ist eine verzweifelte Frau, die sich mit reichen Männern einlassen muss. Als Dunn sie fallen ließ, beging sie aus Verzweiflung den Mord. Martin hat versucht, sie zu schützen. Sie verdient eine zweite Chance. Nee. Zweite Chancen gibt es zwar manchmal, aber in dem Fall ist mir jetzt ein bisschen zu kaltblütig. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Krass. Da ist er. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Da haben wir das, Lucy. Ich hatte recht. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Da war ich jetzt zu langsam. This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Nee, auf Floater. Ich wusste, dass ich da nochmal drücken muss. Aber gut, vielleicht war es für sie das Beste. Miss White hat sich als eine gefährliche Frau herausgestellt, fähig, einen raffinierten Mord zu verüben. Als sie klar wurde, dass sie auf keinerlei finanzielle Hilfe mehr von Montague Dunn zählen konnte, richtete sie ihre Avancen an dessen Sohn Albert. Sie war die Tür zum Colorado abschloss, nachdem unmittelbar vor der Hamish die Raupen freigesetzt hatte. Danach drängte sie Martin Hamish in den Selbstmord, um den Verdacht von sich selbst zu lenken. Sie hat ihr Ende mehr als verdient. Tja. Was will man machen? Für sie war wahrscheinlich der bessere Weg.
So, das war der vorletzte Fall, glaube ich. Das sollten 6 sein, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jawohl. War auf jeden Fall wieder sehr krass und hat Spaß gemacht. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem letzten Fall von Crimes and Punishments Sherlock Holmes, bevor wir dann eine kleine Sherlock Holmes Pause machen und dann hier mit Spider-Man beginnen. Aber Sherlock Holmes wartet dann gar nicht so lange, sondern nur bis wir mit dem DLC von Assassin's Creed Origins fertig sind. Dann geht's mit dem nächsten Sherlock Holmes Spiel weiter. The Devil's Daughter, aber alles noch Zukunftsmusik. Wir freuen uns dann auf den nächsten und letzten Fall, und zwar Schüsse bei Mondlicht. Und bis dahin sagt euer Floater. Ciao, ciao. Schön, dass du da warst, Lucy. Hat mich sehr gefreut. Bis dann.